POV Cleo. Das Ding hier ist tropfnass. Scheiße, ich geh mal im Bett! Wir sind Rob und Cleo, 2 Tätowierer aus Köln, und zusammen mit unseren Katzen gehen wir auf die größte Reise unseres Lebens. Komm mit! Der Rob macht jetzt hier so kleine Tellerchen rein, damit wir wieder auffüllen können. Moin, ihr Lieben. Bin ja noch am Schnabulieren. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass heute kein schlechter Tag ist, um geboren worden zu sein. Und dass die schlechten Nachrichten heute mal abreißen. Aber wir machen heute mal schön weiter. Und ich bin frohen Mutes. Es ist arschfrüh. Ich war total platt gestern. Ganz früh im Bett. Wunderschön. Naja, wir geben Gas. Ja? Da unten ist das Apathische im Loch. Lass mich in Ruhe. So, wir kochen jetzt roh. Nein. Ja, endlich. Ach so. Wir haben schlechte Laune. Cleo macht jetzt die Birge. Trocken. Komplett trocken. Was? Ich habe gute Laune. Der Mario, wir sind fast fertig mit der ersten Schicht Polito am Schiff. Ja, und sauber macht Und er was vorher auch. sauber ist es auch. Und dann machen wir jetzt Bis auf hier oben. Wachs. Ach so. Bis auf hier oben in unserem schändlichen Wohnzimmer. Ja, das sieht super aus hier, das muss ich sagen. Das ist egal erstmal. Wir machen erstmal das Unterwasserschiff, damit wir auch zügig los können. Das ist wichtig. Und alles andere kann man immer noch unterwegs machen. Das macht natürlich Sinn. Und ich habe Pisslaune, weil ich Muskelkater habe ohne Ende und es heiß ist wie Harry und ich in diesem Anzug stecke. Das geht mir auf den Sack. Es geht mir alles auf den Sack. So, und die Cleo holt jetzt das komplette Wasser aus der Bilge. Sehen? Ihr könnt alles. Oh mein Gott! Die Verkleidung abgerissen. Ich hatte das mit so einem Baukleber. Ich kann nicht mehr, ey. Und Scheiße. Das ist einfach nur Scheiße. Der Baukleber hat nicht gehalten. Nix. Alles gut. So, jetzt nehmen wir das hier. Meine schöne. Was ist das hier? Meine schöne Flasche. Und schöpfen den ganzen Scheiß aus der Bilge. Super. Also wenn ihr jetzt noch was reintropft, dann ist es mein Schweiß. Die ist sauber und trocken. Was ist jetzt das Problem? Ich bringe den um. Der schmeißt immer seinen Müll von Bord und ich sammle den dann unten auf. Mario, was sagst du dazu? Guck mal, ich habe mir wehgetan. Was mit dem Müll ist? Was denn? Das sage ich nichts zu. Das waren die anderen. Guck mal. Guck mal. Nee, das. Klar hast du dir weh. Klar, natürlich hast du dir wehgetan. Guck mal, der steht die ganze Zeit da unten und schlägt sich selber. Natürlich tut er sich weh. Nein, warum kommen die Mücken zu mir jetzt? Wegen Wasser? Ich dachte, ja, wegen Wasser. Wegen dem Legestab. Weil du so süßes Blut hast, weil du eine Süßmaus bist. Ey! Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Ne? Ich habe es hier mal freigeschliffen. Jetzt, weil ich mal wissen wollte, wie stark diese Risse denn sind, die da überall sind. Und selbst wenn ich es bis fast aufs GFK runterschleife, sind sie immer noch da. Das heißt, der ganze Primer ist auf jeden Fall gerissen. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir das irgendwie verbastelt kriegen oder ob wir den ganzen Scheiß hier runternehmen. Im schlimmsten Fall kommt das halt einmal bis aufs GFK runter, ne? Dann machen wir das neu, ne? Nach kleiner Unterhaltung mit unserem Bootsnachbarn, der sehr, sehr viele wundervolle Tipps für uns hat, haben wir uns dann jetzt entschieden, dass ich mir die weitere Arbeit daran jetzt spare und wir das einmal alles runter scrapen. Kein Bock drauf, aber
es ist die beste Entscheidung, sagen wir es mal so. Wir wollen ja auch was lange Haltendes machen und nicht einfach nur irgendein Klamauk, der dann in einem Jahr wieder für den Arsch ist. Ne? Richtig krasse Nummer. Wir haben einfach gerade Mark wieder getroffen aus Irland. Kannst du dir nicht ausdenken, wirklich, kannst du dir nicht ausdenken. Den haben wir damals ganz am Anfang kennengelernt, ein super Typ. Und der ist einfach nur 2 Reihen weiter von uns. Und wir helfen ihm am Donnerstag. Der möchte irgendwie sein Boot ins Wasser bringen, genau. Und wir sollen ein bisschen beim Anlegen helfen und so. Ey, was ist hier los? Wie sind die Chancen? Ganz ehrlich. Richtig verrückt. Jetzt fängt es total an zu regnen. Wir haben noch 2 Tage Zeit. Und die Katze hat gelernt, wie man Treppen steigt. Sehr gut. Das ist. Treppe, Leiter. Ja, meine ich ja. Was So. tust du da? Ich sag's dem Papa, geh zurück. Sitzt die genau da wieder drauf? Nee. Wir müssen noch eine Wachsschicht drauf machen und einen Finish, einen Glanzfinish. Vielleicht schaffen wir das, aber auf jeden Fall schon gut am Fisseln jetzt. Und da darf ja keine Flüssigkeit. Das eigentliche Ding ist ja, wir hätten länger bleiben können und wollen, aber wir fahren am Freitag nach Hause und am Samstag früh ist Trödelmarkt. Wir müssen ja unser ganzes Zeug verkaufen und es wird auf jeden Fall auch richtig unschön, weil wir sehr spät wahrscheinlich ankommen in Deutschland. Ja, und dann sind wir platt, dann wollen wir schlafen und am nächsten Tag müssen wir dann direkt ganz früh aufstehen, Kisten ins Auto und zum Trödelmarkt fahren. Das sieht doch fast wieder schön aus hier, Mensch. Was passiert? Wir wollten oben was neu abdichten, haben es aber nicht gemacht und jetzt hat es spontan angefangen zu regnen und jetzt regnet es hier rein. Schön. Ja. Kippst jetzt erstmal bis morgen notdürftig ab. Ich habe gestern natürlich vergessen zu filmen, aber ich dachte mir gestern, komm, schenkst du den Kielbolzen noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und das war hier oben so richtig am Blühen, komplett rostig. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, hoffentlich sind nicht die Bolzen durchgerostet. Und dann habe ich es gestern mal freigelegt und da ist tatsächlich noch schönes Metall ohne Rost. Der war nur oben am Blühen und das war's. Deswegen mache ich mir jetzt mal die Mühe und lege die alle 4 Mal frei. Obwohl 6 sind es, glaube ich. Wir machen uns auf den Weg zum Markt, und sauber gemacht haben beziehungsweise und dann mit Wasser drüber gehen. zu seinem Schiff. Und dann helfen wir ihm. Du hast es früh einfach nur. Oh. Ich will das dann noch ein bisschen behalten. Aber wir sehen uns Ich bin dann schon wieder so am trotzdem Lachen. wieder, ne? Also die haben jetzt die Boote vertauscht von dem Kollegen. Also die haben ein anderes genommen wollten ein anderes nehmen anstelle von seinem. Erstmal haben sie gedacht, es ging nur um Motorheben. Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Da ist sie. It did start. Yeah, pretty good. Yeah. Not too bad. But I think you got no engine cooling. Yeah, you're right. Versuch Nummer 2. Ja. Looks okay. Not very much. No. No. Jetzt geht's an die Gassi-Leine. Wie schön der Mario mit dem Marc einfach Deutsch redet und der Marc es einfach spontan versteht. Das hat er jetzt in den letzten Tagen öfters, ne? Dass er einfach mit dem Franzosen einfach auf Deutsch redet. Einfach mit allen Deutsch, das ist einfach wunderschön. Ja, schönen Tag noch. Letztens diese
Guck mal hier. Boah, jetzt voll der was. Oh mein Gott. Ich denke, dass es wegen dem Was ist da? Wässern von oben war. Was ist da? Jetzt voll der Wasserschaden. Da ist ein Loch. Hast du wieder alles im Auge? Ich kann es ja nicht sagen. Mir ist auf jeden Fall alles durchnässt. Es könnten von den Schrauben. Das könnte von den Schrauben sein. Ja, ich würde erstmal Kamera ausmachen. Ist da etwa ein Holzsplitter? So habe ich gearbeitet gerade. Geil. Und ich arbeite weiter damit. Ich sehe ihn. POV Cleo. Das Ding hier ist tropfnass. Dieses Ding. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, da kommt das Wasser her. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das mal irgendwie ein Ablass war von der Bank, weil die Sitzbank ist hier drüber. Es tropft mir hier auch volle Bude auf den Arm gerade. Also was ist das für eine Scheiße? Das ist irgendwas mit Sikaflex. Also so eine Wurst hier reingeprügelt. Kannst du mal gucken, ob es hier einen Ablauf gab von der Bank oben? Da. So, die hat gerade beim Puppeln wieder den Nagel umgeknickt, ne? Ja, ich habe zu lange. Nee, Merkst du langsam, dass die Dinger zu lang sind? Ja, ich weiß. Oh mein Gott, das ist ja ekelhaft. Ja, ich weiß. Um Guck Gottes mal, Willen. Da war ein Korken einfach nur drin, ne? Geil. Und der Rest war mit diesem scheiß Silikon gefüllt. Danke. Das ist doch, was ist denn das eigentlich mit Booten, Aber so auf der dass anderen Seite Leute nicht einmal im Leben was vernünftig machen, sondern dass die einfach immer nur irgendwie ein Problem zuschmieren mit irgendeiner Scheiße. Das kann doch nicht, das kann doch keines Menschen ernst sein. Alter, man geht doch aufs Wasser. Wie verrückt kann man denn sein? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Also wenn ich doch was zumache, mache ich das so zu, dass da kein Wasser mehr reinkommt, oder? Wie seht ihr das? Wirst du wirklich verrückt von, ne? Also das hier ist das Entwässerungsloch für hier oben, ne? Also sonst wird das Teak auch nicht so aussehen, wie es da aussieht, weil da immer Wasser steht, ne? Das ist das Entwässerungsloch und das geht hier unten. Seht ihr den schwarzen Stopfen da hinten? Geh mal durch. Pass Der auf. schwarze Stopfen ist genau dafür da. Ja, das ist doch... Das haben die einfach auch mit Sikaflex zugeschmiert hier. Was soll die Scheiße? Du kannst die Kacke doch verbinden von hier oben. Ey. Nee, ich raste aus. Wirklich, ich raste aus. Die Frau rastet aus. Das ist schön, wenn schon so technische Assozialitäten passieren, dass die Frau ausrastet. Da kommt immer mehr Scheiße raus hier aus dem Ding. Pure Romantik. Was soll ich euch sagen, du? Was den Leuten einfällt, ne? Ich komme noch nicht auf die Idee, die blöde Sitzbankentwässerung wegzumachen. Warum? Warum? Weil mir der Schlauch innen nicht gefallen hat? Wir überlegen uns jetzt, wie wir das provisorisch verschließen bis zu unserem nächsten Besuch. Aber wir haben ja noch ein kleines Assortment an Korken. Mit ein bisschen Sikaflex sollten wir es erstmal tun. Hauptsache da oben läuft nichts mehr rein. Ich hab keine Dann Ahnung, können wir was. beim nächsten Mal wieder ein vernünftiges, schönes Schlauchsystem da installieren. Ich bin mit den Korken bin ich echt noch nicht fein. Ja, aber anstatt einfach eine Schelle auszutauschen, macht man das Ding lieber mit Sikaflex. Nee, war undicht, deswegen haben wir es Der ist doch gestopft. bescheuert. Scheiße, liegt hier überall im Bett. Das ist komplett morsch einfach nur, weil da 100 Jahre Wasser reingelaufen ist. Was soll denn das? Nee, ich find's überhaupt nicht lustig, Alter. Das ganze Bett ist nass. Ich liebe das, wenn ich sie aufregt, ne? Reicht mir. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Ja, so ist, das ist auch eine Art und Weise von der Arbeitsruhe. Achso, du brauchst hier das Feuer.